Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Denn in 6 Tagen machte Jahwe die Himmel und die Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und Jahwe Gott ließ allerlei Bäume aus dem Erdboden sprießen, begehrenswert für den Anblick und gut zur Speise. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Und Jahwe Gott gebot dem Menschen: Von jedem Baum des Gartens darfst du gewisslich essen, aber von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, von dem sollst du nicht essen, fürwahr, an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Und Jahwe Gott sagte: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, das ihm entsprechende gegenüber. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Und Jahwe Gott ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und er schlief, und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Jahwe Gott baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau, und er brachte sie zu dem Menschen. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Die Schlange aber war listiger als alles wildlebende Getier des Feldes, das Jahwe Gott gemacht hatte. Und die Schlange bezirzte die Frau. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Und die Frau sah, dass der verbotene Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Und sie hörten die Stimme Jahwes Gottes, der im Garten wandelte beim Wind des Tages. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Jahwes Gottes, mitten unter den Bäumen des Gartens. Und Jahwe Gott rief den Menschen und sagte zu ihm: Wo bist du? Jetzt geht's los! Die Frau, die du mir zur Seite gab, sie gab mir von dem Baum, und ich aß. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Und die Frau sagte: Die Schlange betrog mich, und ich aß. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Und Jahwe Gott schickte den Menschen aus dem Garten Eden fort, dass er den Erdboden, von dem er genommen war, bearbeite. Und er trieb den Menschen aus, und er ließ gegen Osten vom Garten Eden die Cherubim wohnen und die Flamme des kreisenden Schwerts, zu hüten den Weg zum Baum des Lebens. Jesus Christus, der zum Voraus angekündigte Messias, der Sohn Gottes, hat unsere Sünden selbst an seinem eigenen Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden